Grüezi und herzlich willkommen. Ich bin unterwegs nach Zug. Das klingt nicht spektakulär und grammatikalisch sogar sonderbar. In meinem Fall ist das jedoch durchaus korrekt, denn mit Zug ist nicht eines der öffentlichen Verkehrsmittel gemeint, sondern der Hauptort des Kantons Zug in der Schweiz. Okay, genug Nebensächliches. Kommen wir zu Wichtigerem, zu den Kirschen und damit zum Zuger Kirsch. Die Kultur der Zuger Kirschen, auf Schweizerdeutsch Griesi, ist rund 600 Jahre alt und prägt durch den Kirschenanbau sowie eine Vielzahl von Bräuchen und Kirschenprodukten die Identität der Region Zug wesentlich mit. Zum Beispiel die Zuger Kirschtorte oder den Zuger Kirsch als Obstbrand. Ja gut, den alkoholischen Teil von Zug hätten wir also somit auch besprochen. Jetzt aber zum tatsächlichen Grund meines Besuches hier in Zug. Ich will mir einige der Sehenswürdigkeiten in der hübschen Altstadt von Zug ansehen. Unter anderem natürlich den Zittturm mit seiner astronomischen Uhr, das Museum Burg in Zug, den höchsten Turm der alten Stadtbefestigungsanlage, den Kapuzinerturm und einiges mehr. Und ja, natürlich, etwas zurücklehnen werde ich mich liebend gerne an der schön gestalteten Uferpromenade des Zugersees. Bei diesem Wetter wahrhaftig ein echter Genuss. Verlieren wir also keine Zeit, legen wir los. Übrigens als Ausgangspunkt für weitere Erkundungen eignet sich der zentral gelegene Postplatz hervorragend. Und als erstes möchte ich mir gleich die Altstadt anschauen. Und zum Zittturm, das muss sein. Das sieht auch interessant aus, ist er allerdings nicht. Das ist er. Der Zittturm ist ein Blickfang und prägt den historischen Teil der Stadt. Der Turm hat eine Höhe von 40 Metern und wurde im 13. Jahrhundert gebaut, ist also etwas älter als ich. An der Ostseite des Zittturms befindet sich unterhalb des Zifferblattes eine astronomische Uhr. Darauf kann der Wochentag, der Monat, die Mondphase sowie das Schaltjahr abgelesen werden.
Der Kapuzinerturm stand einst in der Nordostecke des Zuger Befestigungsrings. Er stammt aus dem 16. Jahrhundert. Das Datum 1526 ist unter der gemauerten Lukarne zu erkennen. Der heute gebräuchliche Name dieses höchsten und mit den stärksten Mauern ausgestatteten Turms der Stadtmauer leitet sich vom Kapuzinerkloster ab, das 1595 in unmittelbarer Nachbarschaft gegründet wurde. Die Aussicht auf den See, das Alpenpanorama und die historische Altstadt. Alleine die Zugerseepromenade ist bereits eine Sehenswürdigkeit für sich. Und ja, auch hier gibt's geschichtsträchtige Ecken, außer der Rigi-Ecke, die Katastrophenbucht. Sie gibt es wirklich. Ihr Name leitet sich von der Vorstadtkatastrophe ab, bei welcher die Bucht entstand, als das Zugerseeufer am 5. Juli 1887 einbrach und zahlreiche Wohnhäuser im See versanken. Wunderbar, die Aussicht auf den See hier. Trotzdem, es ist aktuell noch ziemlich frisch, um nicht zu sagen kalt, also auch hier ist für mich noch nicht die Zeit zum Schwimmen. Okay, bereits geht diese Episode zu Ende. Gespannt bin ich auf eure Kommentare und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis bald.